Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal zur Produktvorstellung der Sonnenblumen von der Firma Model Scenes. Der Maßstab ist 1:32 oder 1:35. Ich bin auf der Suche nach Sonnenblumen für mein neues Diorama gewesen und da bin ich zufällig auf die Firma Model Scenes gestoßen. Und ich wollte euch gerne das Produkt vorstellen, weil ich bin echt begeistert, wie man aus dem Inhalt dieser Packung so etwas hier zaubern kann. Das sind die ersten 3 Sonnenblumen, die ich gemacht habe mit einer anderen Packung. Und jetzt wollte ich euch einfach mal zeigen, was hier drin ist, wie es zu verarbeiten ist und wie man daraus eine Sonnenblume macht. Die Firma Model Scene kommt aus Tschechien und ich würde sagen, wir schauen mal rein. Die Packung geht so auf. Hier sieht man einmal das Deckblatt. Leider gibt es keine Bauanleitung oder ähnliches. Das ist nur ein Deckblatt. Hier steht auch nochmal Tschechische Republik mit der Internetseite. Die Setnummer ist die VG3-024. Und das befindet sich darin. Nicht wundern lassen, hier fehlen schon einige Teile. Das ist für eine Sonnenblume, die ich schon gebaut habe. Der Inhalt besteht aus Laser-Cut Papier. Das ist etwas dickeres Papier. Das ist für die Rückseite der Sonnenblume. Dann befinden sich hier drin 5 solche Metallstäbe, die grün beschichtet sind, als Stiel für die Sonnenblume. Das heißt, pro Packung könnte man 5 Sonnenblumen machen. Dann hier haben wir einmal die Mitte der Blüte. Die ist aus Pappe, ist etwas dicker und auch mit dem Laser graviert. Und dann haben wir einmal die Blütenblätter, den Kranz der Blume, auch aus dünnem Papier und mit Laser graviert. Und hier befinden sich die Blätter der Sonnenblume. Von diesen Blättern sind 2 Stück in einer Packung enthalten. Und wie ihr sehen könnt, ist das schön bedruckt mit den einzelnen Details der Blätter und auch mit Lasercut. Diese müssen dann mit einem scharfen Messer herausgelöst werden und an den Stängel geklebt werden. Jetzt zeige ich euch, was man für Werkzeug dazu braucht. Dies ist mein persönlicher Weg, die Sonnenblumen zu bauen. Und weil es im Internet keine Bauanleitung für diese Art von Blumen gibt, wollte ich das euch einfach mal zeigen. Ich benutze 2 Arten von Pinzetten, dann auch um die Blätter zu biegen und zu handhaben, mein Bastelmesser und ein Skalpell, um die Blätter oder die Pappe herauszutrennen, ein Bohrer, das werdet ihr dann sehen wozu, damit der Stiel an der Mitte der Blume hält, und ein Tamiya Schleifschwamm mit 2000er Könner. Als Klebstoff verwende ich zum Teil Ponal-Holzleim, damit setze ich die Blüte zusammen, und gelartigen Sekundenkleber für die Blätter. Und ich würde sagen, da fangen wir einfach mal an. Als erstes trenne ich jetzt Blätter heraus, die ich für die Blüte brauche. Vorher suche ich mir einen Metallstab raus. Diesen raue ich etwas auf, weil die sind ziemlich glatt und ich möchte, dass der Superkleber oder der Sekundenkleber sehr gut hält. Das heißt, ich streiche einfach mal so vorsichtig drüber, nicht zu sehr, nicht damit sich die Beschichtung vom Metall löst. So nur ein bisschen anrauen, dann wird er auch ein wenig matter. Jetzt nehme ich das Innenteil der Blüte und trenne mir heraus, was ich brauche. Da haben wir schon das Innenteil. Jetzt die Blütenblätter.
nachdem ich die Blütenblätter rausgetrennt habe. Davon nehme ich immer 2 Stück pro Blume, damit die Blüte dreidimensionaler aussieht und die Blätter sich etwas überlappen. Trenne ich jetzt die grüne Rückseite raus, die Blätter von der Blüte. Dann nehme ich immer 2-mal von den großen, einen von den mittleren und einmal von den ganz kleinen. Nachdem ich jetzt alle Teile rausgetrennt habe, nehme ich die Mitte der Blüte, drehe diese um und hier habe ich jetzt einen Bohrer mit einem Durchmesser von 1 mm. Der entspricht dem Drahtdurchmesser. Damit werde ich jetzt eine leichte Vertiefung hier schaffen. Ich werde nicht durchbohren, damit der Draht besser dann darin haftet. Alle Teile dann hinten aufgeklebt sind. So. Bevor ich das alles zusammensetze, werde ich die Rückseite mit grüner Farbe bemalen, weil wenn ich jetzt anfange, Blätter darauf zu legen, sieht man die Pappe durchscheinen. Das Bemalen der Rückseite kann man auch schon vorher machen. Zum Beispiel, wenn die noch hier drinnen im Rahmen sind, da kann man die Teile besser halten. Ich habe jetzt hier ein helles Grün von Vallejo und damit pinsel ich jetzt einfach die Rückseite ein. Wenn das Grün getrocknet ist, beginnen wir mit dem Zusammensetzen. Die Farbe ist jetzt getrocknet und alle Teile an der Blüte an sich verklebe ich mit Holzleim. Dieser ist wasserlöslich und damit kann ich besser arbeiten als mit Sekundenkleber. Das nächste ist dann dieses zweite Blatt, leicht versetzt, dass die Blätter sich so überlappen, dann das kleine und dann das ganz kleine. Durch die insgesamt 4 Schichten und die Überlappung der Blätter ist ein wundervoller dreidimensionaler Eindruck entstanden. Das lasse ich jetzt trocknen. Als nächstes nehme ich jetzt den Metallstiel und biege mir in die gewünschte Richtung, wie der Kopf der Sonnenblume dann ausgerechnet sein soll. Metallstiel klebe ich jetzt mit Holzleim in die Rückseite der Blüte. Dazu mache ich einfach einen Tropfen Holzleim ran. Das kann ruhig ein richtig schöner Tropfen sein, damit das gut hält. Und dann kommt er hinten in das Loch rein. Und durch die Vertiefung, die wir auch gebohrt haben, hält der Blütenkopf schön am Stiel. An der Vorderseite der Blüte passiert dasselbe wie auf der Rückseite. Weil die Pappe ja nicht richtig braun ist, nehme ich braune Farbe. Und pinsel die vorsichtig auf die Vorderseite, da wo die Samen der Sonnenblume sind. Das lassen wir jetzt trocknen und dann kleben wir die Blütenblätter. Die braune Farbe ist jetzt getrocknet und damit ich die Sonnenblume besser in der Hand bewegen kann, benutze ich immer einen Kronkorken von einer alten Weinflasche. Vorher biege ich den Stiel der Sonnenblume noch leicht, damit er natürlicher und nicht so gerade aussieht.
weil in der Natur wäre eine Sonnenblume niemals so gerade gewachsen. Dann nehme ich den Stiel und stecke ihn hier rein. Und jetzt beginnen wir, die Blütenblätter anzukleben. Dazu nehme ich auch wieder den Holzleim und den tupfe ich hier seitlich vorsichtig auf. Bei den Blütenblättern gibt es zwei Seiten. Einmal diese Seite, die etwas geschwärzt ist durch den Laser, und einmal die Rückseite, die ziemlich hell ist. Ich nehme immer die Seite mit den Geschwärzen von dem Laser, weil das die Blätter noch realistischer macht. So, das ist der erste Ring. Und den zweiten Ring klebe ich genau darüber, damit es auch dreidimensionaler wirkt. Please don't forget to subscribe, it's free and helps me in my channel. Thanks! Wie ihr sehen könnt, habe ich die ersten Blätter der Pflanze schon angeklebt. Oben habe ich angefangen mit den kleinsten Blättern. Das sind diese hier. Und habe mich dann in der Größe gesteigert. Mit jeder Etage bei der Pflanze werden die Blätter etwas größer. Ich habe schon die nächsten Blätter ausgeschnitten. Zum Raustrennen nehmt ihr einfach ein Bastelmesser und stellenweise sind die Blätter hier noch dran an den Verbindungspunkten, wo der Laser unterbrochen hat. Und so schnell kann man ein Blatt heraustrennen. Die Blätter, das habe ich mir von einem Hobbygärtner sagen lassen, sind alle nach oben gekrümmt. Dazu nehme ich die hier zwischen die Pinzette und biege die einfach mit den Händen so leicht nach oben. Das simuliert die normale Blattverformung bei einer Sonnenblume, wenn die gut im Saft steht und viel Wasser bekommt. Deswegen sind die Blätter nach oben geformt. Zum Kleben der Blätter benutze ich den gelartigen Kleber. Dann mache ich mir immer hier was drauf. Dann nehme ich das Blatt, was ich haben möchte. Tunke das leicht ein, das klebsch auch anhaften tut. Und dann setze ich es, jetzt kommt die nächste Etage, in ungefähr dieser Höhe hier an die Sonnenblume. Das mache ich jetzt immer mit größer werdenden Blättern, bis ich die ganz größten habe, die hier unten sind. Und zwischendurch bringe ich immer ein kleines an, um ein bisschen Unruhe und natürlichen Wuchs zu simulieren. Wie hier auch kleinere Blätter zwischen den großen Blättern, damit die Pflanze realistisch aussieht. Blatt heraustrennen, biegen, Sekundenkleber und dran, bis man die ganze Pflanze hat im Abstand. Und irgendwann mal fertig ist, sieht die Pflanze so aus.
So, die Sonnenblume ist jetzt fertig. Wie ihr sehen könnt, habe ich mit den Blattformen und Blattgrößen schön variiert, damit mehr Leben in die Pflanze kommt. Wenn der gelartige Kleber jetzt getrocknet ist, das lasse ich jetzt eine halbe Stunde bis eine Stunde sitzen, werde ich dünnflüssigen Superkleber nehmen und nochmal den einzelnen Verbindungspunkten am Stiel einen Tropfen aufbringen, von oben und von unten, damit es schön versiegelt ist und die Blätter nicht abfallen. Das habe ich bei diesen Pflanzen auch gemacht. Nachdem ich dann die Pflanze über Nacht trocknen lasse, nehme ich dann eine Pinzette und biege dann die einzelnen Blätter noch ein bisschen in Form. Ich biege sie leicht nach unten, damit es aussieht, als ob die Schwerkraft sie nach unten geformt hätte. Das gibt den Blättern noch ein natürlicheres Aussehen. Hier könnt ihr den direkten Vergleich sehen zwischen den frisch angeklebten Blättern und den schon gebogenen Blättern. Ich bin mit dem Produkt sehr zufrieden. Ich kann es nur empfehlen für jeden, der die Zeit hat, sich Sonnenblumen selbst zu bauen. Vor allem kann man die Größe bestimmen und die Form komplett individuell. Das hat kein zweiter dann. So eine Packung kostet um die 6 bis 7 Euro. Und von mir gibt es dafür einen Daumen hoch. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis denn, euer Ben.